Moin Leute und willkommen zurück zu Rust. So, ihr erinnert euch an das letzte Mal, da hatten wir diesen dämlichen Fehler, dass wir nicht einfach jedes X ausgeben konnten. Und dazu gibt es Traits. Traits sagen sozusagen, dieser Typ hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dass er zum Beispiel ausgegeben werden kann, oder er hat die Möglichkeit, dass er eine Fläche berechnet haben kann oder sowas, wie wir es hier drüben schon gemacht hatten. Genau, bei diesem Rechteck zum Beispiel. Und wir wollen jetzt hier erstmal definieren eine Trait und wir sagen dazu Fläche da oder sowas. Das sagt uns einfach, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die Fläche zu berechnen. Und deswegen sagen wir hier drin, okay, fn, Achtung, nicht so viel eingeben. Wir wollen nämlich nur bis hier, weiß auch nicht, warum es das gerade gemacht hat. Fn vom Name Fläche. Achtung, hier ist auch der Name sehr wichtig. Und was es jetzt noch macht, ist, es nimmt einen Parameter unself und gibt uns ein f64 zurück. So, kann natürlich alles generalisiert werden, also mit Traits oder mit Generics natürlich, habe ich euch ja alles schon gezeigt. Was aber wichtig ist, ist folgendes. Wir sagen mit diesem Trait, dass dieses Trait irgendwo verwendet wird. Dieses Ding hat auf jeden Fall die Methode Fläche, die einen Parameter self nimmt und einen f64 ausgibt. Das heißt, ich muss jetzt meinem Rechteck noch sagen, du hast eine Fläche und dann ist alles gut. Sprich, ich sage hier jetzt Fläche da, Fläche da, for Rechteck. Okay, so, und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt habe ich gesagt, mein Rechteck hat diese Trait. Und daher garantiert sie mir auch, dass die Funktion Fläche da ist. Und das ist alles, was Traits bringen. Wenn wir uns jetzt nochmal an letztes Mal erinnern, da hatten wir das Problem, dass unsere Methode Print nicht aufgerufen werden konnte. Jetzt schreiben wir uns einfach noch eine Methode, und zwar eine generische fn, Name, keine Ahnung, Print Fläche. Und wir kriegen hier jetzt einen generischen Typen, Achtung, den schreiben wir hier vorne dran, T. Allerdings muss T diese Trait haben. Also dieses Ding muss da sein, damit wir auch die Fläche ausgeben können. Und deswegen sagen wir hier Fläche da. T Doppelpunkt Fläche da sagt sozusagen, es sind nur Typen erlaubt, die auch wirklich die Trait Fläche da implementiert haben. Okay? So, und jetzt sagen wir hier, keine Ahnung, x vom Typ T. Return-Typ brauchen wir keinen, denn wir wollen ja nur einen Print ausführen. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir sagen Print x. Punkt. Und jetzt können wir hier auf x ganz getrost die Funktion Fläche aufrufen und alle sind glücklich. Das Tolle ist, dass wir jetzt hier einfach sagen können, wir lassen den Umfang hier weg. Er wird dann ein Rechteck und wir können einfach diese Print-Fläche aufrufen. Print-Fläche. Und zwar mit unserem R. Da würde man jetzt normalerweise einen Fehler kriegen. Ich zeige es euch gerade mal kurz, wie es jetzt aussieht. Achso, Vorsicht, wenn ihr das macht. Man darf eine Impl für diese Trait nur wirklich für die Methode benutzen, die dann auch wirklich in der Trait angegeben ist. Das heißt, hier in Impl Fläche darf vor Rechteck, darf nichts anderes stehen als diese Fläche hier tatsächlich. Aber wir kennen ja das Ganze noch, wir dürfen so viele Impls machen, wie wir wollen. Das heißt, wir sagen ganz einfach fn new und Umfang und destroy kommt alles in eine neue Impl Rechteck. Und hier packen wir das dann einfach alles rein. So, und jetzt können wir alles wieder verwenden, so wie wir es immer gemacht haben, und haben aber trotzdem garantiert, dass unser Rechteck eine Fläche hat. So, und ja, jetzt können wir das Ganze nochmal bilden. Und wir kriegen hier unten noch ein paar Warnings. Aber wenn wir das Ganze ausführen, kriegen wir 0. Ja gut, okay, eine Fläche von 0, wie gesagt, ist relativ unspannend. So, jetzt kriegen wir eine Fläche von 6. Super, das heißt, wir haben automatisch hier über diese Print-Fläche eine Inferenz dargestellt und haben gesagt, okay, unsere Trait, die wir hier, beziehungsweise unser Parameter x, hat auf jeden Fall die Funktionen, die in Fläche da definiert wurden. Und das ist wahnsinnig spannend. Wenn ich das nämlich nicht mache hier, dann habe ich ein Problem.
dann kriege ich nämlich hier den Error, dass ich Fläche nicht gefunden habe für einen Typen T. Und das ist das, was letztes Mal bei uns mit Print passiert ist. Alles klar. Ja, soviel zu den Trades und ihren Anwendungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt ist die Serie wahrscheinlich am Ende. Zumindest vorerst. Wenn ihr noch mehr Interesse habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und die Abstimmung war, glaube ich, schon. Also ich weiß nicht genau, wann die Abstimmung sein wird, aber ich werde sie erstellt haben, wenn ihr das Video guckt. Aber jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, habe ich sie noch nicht erstellt. Ziemlich witzig. So als rein zeitlichen Gedankensprung. Okay, ja, und dann geht es mit auch immer dem weiter, was ihr gewotet habt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich tue es auf jeden Fall. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.